Genovis, mein Name ist Knelsen von der Gemeinde Gottes in Seminole, Texas. Und ich heiße an jedem zu dieser Stunde willkommen. Und ich freue mich, dass wir haben könnt, auf diese Thema über Ostern betrachten. Und wir wollen nun in Gottes Namen diese letzte Stunde anfangen mit das Leid, bin froh nun in Jesu, und dann nur dem hier wie noch ein Gruppenleid.
Ons Bibeltekst für vandaag zo uwes ving we in Römerbrief, kapitel 6, en ik wil de verse 1 tot 11 voor ons lezen. So wer met lezen wil, lees ik uit Römer 6, de verse 1 tot 11. Paulus schrijft, wat zal wie dan zijn? Zal wie beim Sünden blijven, dat de Gnade durchgeraten wordt? Op keinen Weg. Wo zal wie für die Sinn dood zijn, door wieder ben leven? Oder weet je niet, dat wie alle, die wie in Christus Jesus gedeibt sind, an seinen Tod gedeibt worden? Wir werden durch den Deipen mit am Taub am Tod begruft, dat so aus Christus durch den Fuder seiner Herrlichkeit können vom Tod abgeweicht worden, wir können in ein neues Leben wandeln. Wenn wir mit Christus sind, eingeworden durch seinen Tod aus Heu ab sich nehmen, wo wir sicher auch ein mit am Taub am Abstund vom Tod sind. Wir weiten, dat uns aller Mensch mit am Taub gekreuzigt ist, so dat mit unseren sündigen Körper ein Eng hat, und wir die Sinn nicht mehr dein. Wir wer gestorben ist, als frei von Sinn. Wenn wir nu mit Christus gestorben sind, glauben wir auch, dass wir mit am leben wollen. Wir weiten, dass Christus vom Tod abstund, nicht wahr gestorben wird. Der Tod kann nicht länger über am herrschen, den Tod, den er starb, hat er nur einmal geleden, und damit ist er von der Sinn los. Das Leben über, das er nu lebt er für Gott. Grud so hält ihn dafür, dass die für die Sinn tot sind, über ein Christus Jesus lebendig für Gott. Und wir wollen nu wie diese Verse betrachten, wir wollen vor Gott kommen im Gebet und nur seinen Segen für diesen Gottesdienst freuen. Du bet wie. Lieber Herr im Himmel, wir danken dir vom Herzen, dass wir können taub kommen am Geist in diese Themen betrachten. Ich danke dir, Gott, für Ostern, dass wir über Ostern besonders schnell denken können, über was du für uns getan hast, dass du Mensch geworden bist, dass du für unsere Sinnen gestorben bist und dass du auch am dritten Tag abgestunden bist, Gott. Und ich danke dir, Gott, dass wir können diese Gewissheit haben, dass wir deine Kinder sind, wenn wir die unsere Sinnen gebracht haben, und vom Herzen glauben dann, was du für uns getan hast, und auch immer das, Gott. Ich danke dir, Gott, für heute, dass du uns so lieb hast. Und ich danke dir auch, dass wir Technologie von der Tag haben, so dass wir diese Fastjahr können taub genießen. Und ich bete, Gott, auch besonders nu, dass du das ganze Menschheit helfen wirst, durch diese schwere Zeiten zu kommen, mit dieser ganzen Virus-Sache, Gott. Du weißt all die Menschen, was durch leiden, dann, Gott. Und auch, was mit zum Beispiel Geldsachen und die finanzielle Hilfe dann, Gott. Und ich bete, dass du dir helfen wirst. Und ich bete, Gott, dass du mit uns in dieser Stunde wirst sein, dass du zu unseren Seiten reden wirst. Und auch, Gott, Menschen heilen, geistlich heilen, aber auch physisch heilen, dass du dort für Geld fängst. Wir haben die vom Herzen lieb und wir beten. Sieh die mit uns, segne diese Stunde, segne uns Tietaub. Und wir danken dir all im Verrüt. Wir beten das in deinen Namen. Amen. Du hast mein Leben so reich gemacht, dem heißen Sehnen Erfüllung gebracht. All meine Sünden decktest du zu, an deinem Herzen fand ich die Ruhe. An deinem Herzen fand ich die Ruhe. Du gabst mir Frieden so tief und reich und eine Freude dem Sturme gleich. Bist drum mein Psalm und mein Jubelgesang, der schönste Ton und der liebste Klang. Der schönste Ton und der liebste Klang. Du bist mein Führer an deiner Hand, geh ich so sicher durchs Erdenland. Du bist mein Alles, bist Leben und Licht, Herr Jesus Christus, ich lass dich nicht.
So wie weiten wird das die letzte Botschaft dieser Fast sein. Wir haben all an den letzten der noch viel über die Ostergeschichte gehört. Aber so Jakobus sagt, wir wollen das Wort Gottes nicht bloß hören, wir wollen Gottes Wort auch anwenden und ausleben. Wenn wir bloß Tauchharche sind, wenn wir bloß Gottes Wort hören und dort nicht anwenden, dann ist das nicht genug, dann riecht das nicht tau, sagt Jakobus in Kapitel 1, Vers 22. Jesus sein Tod in Auferstehung oder Auferstehung sind nicht bloß wichtig, um Kinder Gottes zu werden, um uns zu bekehren, die wiesen uns auch gewisse zentrale Wahrheiten, über wo das christliche Leben sein soll, nur die Bekehrung. Und das ist, was Paulus uns in Römer Kapitel 6 sein, der wiesen will. Aber eher wie diese Kapitel taub studieren, wo wir Gottes Wort noch einmal kurz untersuchen, um zu sein, was Gottes Wort über Jesus in Auferstehung sagt. Über Jesus in Auferstehung. Die Bibel sagt uns in Johannes Kapitel 19, Vers 38a, dort nur den Jesus starb, ging Josef von Arimathäa in früh Pilatus, ob er Jesus vom Kreuz raufnehmen dürf. Und dann lesen wir an der Verse 39 bis 42, auch Nikodemus, der vorher bei Nacht nach Jesus gekommen war, kam und brach 100 Pfund Mieren in Aloen taub gemengt. Und dann nehmen sie den Doden und verwickelten den mit der Gewürzsalve, taub und Lerkes an, so als die Juden ihre Todes begruften. Durch wo Jesus gekreuzigt ward, wie ein Garten, und an dem Garten ein Nietgrof, wo noch keiner Bein gelegen hat. Wie es dort der Tag vor dem Sabbat war, und dort Grof, dich bei wir leden sei Jesus durchnahen. So gemäß Gottes Wort ist so klar, Jesus gab sein Leben für uns, er starb, und die haben ihn begruft. Am Evangelium von Lukas lesen wir in Kapitel 23, die Verse 55 und 56, Lukas 23, 55 und 56, und die Frühest, die von Galiläa mitgekommen wären, kamen hingeron und besahen sich dort grof, und wo sein Körper handgelegt ward. Und dann gingen sie drei am jungen Kriederie in scheinrickende Eul reid. Aber Sabbat ruhten sie, so als das Gesetz verlangt. Und dann in Lukas 24, Vers 1, sagt Gottes Wort uns, dann den ersten Tag an der Werk, nämlich Sonntag, dann kämen sie diese Frühes in gewisse andere Frühes mit an, tirig Samarias num Grof, und brachten die Kriederie, die sie reitgemerkt hatten, den Toten anzusäufen. Verse 2 und 3. Aber als sie Handscheimen, nämlich num Grof Handscheimen, wird der Steinol vom Grof weichgerollt. Und dann gingen sie näher und befangen den Herrn Jesus in Körper nicht. Und während sie noch nicht so reich das verstehen können oder wussten, was dafür ging, dann kamen zwei Männer entgegen, die zu ansehen, Verse 5 bis 7, woran sie den Lebenden mangte gestorben. Die ist hier nicht. Die ist abgestohlen. Denkt daran, was heute uns seht, als er noch in Galiläa war, als er seht, die Menschen sind mit der Sünde an die Hände gegeben und gekreuzigt worden und am dritten Tag abstoßen. Und die Früheste rannten dann und verteilten die anderen Apostel, was sie sahen und was sie hielten. Und Markus erklärt in Kapitel 16, Vers 9, Markus 16, Vers 9, als Jesus dann tätig den ersten Tag an der Werk abgestunden wird, dann leiht Jesus sich das erste von Maria von Magdala sein, in Johannes unterstellt wird. Und dann sagt Paulus in 1. Korinther, Kapitel 15, dass Jesus auch der Petrus erschienen ist. Und dass Jesus sich von den 12 Seinen leiht. Und über noch viel mehr Menschen, Vers 6 sagt, nur her leiht Jesus sich von über 500 Brüder ab einmal sein. All diese Menschen, liebe Geschwister, sind Zeugen von der abgestohlenen Jesus. Jesus ist abgestohlen. Er starb für uns. Ja, das stimmt. Er ist begruft worden. Ja, das stimmt auch. Und dann ist er abgestohlen. Und dieser Gedanke, dass Jesus abgestohlen ist, steht am Mittelpunkt ans Glauben als Christen. Wenn das nicht so wäre, dann würden wir immer noch in unseren Sünden falsch sein. So ist Paulus uns in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 17 schreibt. 1. Korinther 15, Vers 17.
Wenn Christus nicht vom Tod abgestanden ist, dann ist ihn Glauben vergebens. Und die sind dann noch in jene Sünden. Woran ist uns Glauben dann vergebens, wenn Jesus nicht vom Tod abgestanden ist? Well, in Vers 3 bei Bad 4 erklärt Paulus den Korinther, dass sie durch das Evangelium gerat werden. Und wo Jesus in Evangelium 3 Teilen haft. Er sagt, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Jo. So als geschrieben steht, er ist begrufen worden und stund am 3. Tag vom Tod ab. So als geschrieben steht. So, wenn ein von diesen 3 Teilen nicht stammen wird, dann stammt das Ganze nicht. Jesus starb für uns, ja. Jesus ist begrufen worden, aber am 3. Tag stund er vom Tod ab. Und dort wird uns nicht was geholfen haben, wenn Jesus gekommen wäre, um bloß für unsere Sünden zu sterben. Wenn er nicht wahre abstund, dann würden wir von der nicht ein Leben, der in allmächtiger Gott haben. Und ehe Jesus uns dort ewige Leben geben können, dann muss er erst so tun, den Sinn und den Tod selbst besiegen. So tun brach Sünden an dieser Welt nan, indem er Eva und Adam betrogen hat, Gott eingehorsam zu sein. Gott sagte Adam in 1. Mose Kapitel 2, Vers 17. 1. Mose Kapitel 2, Vers 17. Aber wenn von dem Baum, der dort Verständnis geben kann, was gut und schlecht ist, von dem sollst du nicht eten, wirst dort wird unbedingt deinen Tod bringen. Durch ihre Eingehorsam kam der Sinn an den Tod an der Welt nahen. Und Jesus kam, um uns von unseren Sünden durch sein Blut rein zu waschen. Aber über den Tod zu siegen, muss Jesus erst selbst sterben und werde vom Tod abstehen, zu wiesen, dass nicht einmal den Tod Kraft über Gott hat. Und indem dass Jesus vom Tod abgestanden ist, besiegte er den Tod und nahm so tun sein Kraft weich, der Himmel über uns hat. Und wenn wir Jesus seinen Erlösungsplan persönlich annehmen dann, wenn wir unsere Sünden am gebracht haben und seine Vergebung gesagt haben, dann hat Jesus unsere Sünden durch sein Blut weichgenommen. Ganz weichgenommen. Und dann sagen wir nicht mehr an so tun fürs Glaubt. Und dort gibt über Menschen auf dieser Welt die sein, dass wir niemals von so tuns Macht und Kraft über uns loswerden können, solange wir leben. Aber liebe Geschwister, das stimmt nicht mit Gottes Wort überein. Das stimmt nicht mit dort überein, was wir am Anfang losen in in Römer Kapitel 6. Römer 6, Verse 1 und 2. Römer 6, Verse 1 und 2. Du so seht Paulus ans. Was soll wir dann sein? Soll wir beim Sündchen blieben? Dass ich nur durch Gnade wird? Ab keinen Weich. Wo soll wir, die wir für die Sinn tot sind, du wieder beim Leben? Wie sind die Sinn tot, sagt Paulus, wenn die Jesus Christus eingenommen haben. Und dann in Verse 6 und 7, wir weiten, dass uns alle Mensch mit am Tod gekreuzigt ist, so dass mit unseren sündigen Körper ein Eng hat und wir die Sinn nicht mehr dein. Wie es wer gestorben ist frei von Sinn. Wenn wir mit Christus gestorben sind, dann sind wir zu unseren Sinn tot. Und dort gibt noch viel mehr Bibelverse, die das klar unterstützen tun. Und lob mir was von dieser Bibelverse ans Lesen. Paulus sagt, zum Beispiel in Kolosser Kapitel 2, Verse 13 bis 15. In Kolosser 2, Verse 13 bis 15. Er sagt, je wären zu einer Zeit jährlich tot an jene Sünden und an jene fleischliche Natur. Aber Gott hat uns durch Christus zum Leben gebracht. Er hat uns alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein, der mit seiner Forderung von Gesetz her gegen anstand, durchgestreckt und wird Sieg gebracht. Er hat den Schuldschein unter Kreuz genäht. Er hat die Gewalten und jeste Herrschaften ihre Kraft weichgenommen. Er mögt an zu ein Absein für alle Menschen und lehrt an weich aus Festgenommener. Christus Jesus aus Festgenommener weichgelehrt wird und Kreuz genäht wird. Christus hat Jesus dort getan mit unseren Sünden. Die sind mit am Kreuz tot genäht worden. Die sind weich. Jesus hat uns die weichgenommen, diese Schuldschein, was nur gegen uns wir. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr.
Und wir lesen in 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 10, 2. Timotheus 1, Vers 10, dit is nu durch voor dag gekomen, dat ons Heiland Christus Jesus aan de Welt gekomen is. Die heeft den dood, die Macht genomen en Leben in Onsterflichkeit onder het licht gebracht durch das Evangelium. In der Hebräerbrief schrieben sagt uns in Hebräer Kapitel 2, Vers 14, en groot zo, als die Kinder Fleisch en Blut haben, heeft Jesus dat ook für sich genomen. Durch seinen Tod will hij durch den bösen Feind kraftlos machen, der dann die Gewalt über den Tod hat. So tun die Hormulkraft über uns. Mul. Aber nu ist das anders. Wenn wir mit Jesus tot gestorben sind, dann ist diese Todeskraft nicht mehr da. Das herrscht nicht mehr über uns. Wir sind nu frei geworden durch Jesus Christus. Und Johannes erklärt in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8. Wer in Sünden lebt, ist noch bösen Feind gebunden. Wie es der böse Feind hat von Anfang an gesündigt. Gott sein Sehen ist gekommen, den bösen Feind seiner Worte kaputt zu machen. Wenn Jesus nicht vom Tod abgestoßen wäre, liebe Geschwister, dann wird uns Glauben vergebens sein. Aber wie es abgestoßen ist, kriegen wir das ewige Leben. Wie es Jesus Sieg über so tun, die Sinn in den Tod hat. Es sind viele Menschen, die sagen von der Tag, die glauben an Jesus, die glauben, dass er Gottes Sehen ist, oder wir sein sie. Die glauben, dass er eine große Prophet wird. Die glauben, wir sollen dort tun, was Jesus gelehrt hat. Aber die glauben nicht, dass Jesus abgestoßen ist. Und hier sagt Paulus, hier sagt Petrus und auch andere, wenn Jesus nicht abgestoßen ist, dann ist uns Glauben vergebens. Wenn wir dort nicht glauben wollen, dann ist das ewige kraftlos. Dann sehen wir noch in unsere Sünden fast. In Römer Kapitel 6 braucht der Apostel Paulus noch das Symbol vom Deipen, diese Wahrheit noch besser zu erklären, oder noch tiefer zu erklären. Wenn wir mal die Verse 3 bis 5 weiter lesen, in Römer Kapitel 6, die Verse 3 bis 5. Oder weißt ihr nicht, dass wir alle, die wie an Christus Jesus gedeiht sind, an seinen Tod gedeiht worden? Wir werden durch den Deipen mit am Taub am Tod begruft. Dort, so als Christus durch den Fuder seiner Herrlichkeit können vom Tod abgeweicht worden, wir können in ein neues Leben wandeln. Wenn wir mit Christus sind eingeworden, durch seinen Tod als Heil ab sich nehmen, wo wir sicher auch ein mit am Taub am Abstoßen vom Tod sind. In dieser Verse finden wir wenigstens 2 Wege, wo Deipen symbolisch ist. Erstens ist Deipen ein Bild von dort, was Jesus Christus für das ganze Menschheit getan hat. Gottes Sehen leiht sich Mensch worden. Er gibt sein Leben für alle Menschen. Er wird begruft. Aber am 3. Tag stand er vom Tod ab. Und dann zweitens ist Deipen ein Zeugnis für Kinder Gottes, andere Menschen öffentlich zu wiesen, dass wir zu unseren Sünden gestorben sind und an Jesus Christus abgestoßen sind. Und Paulus schreibt in Kolosser 2, Vers 12, in Kolosser 2, Vers 12 sagt der Apostel Paulus uns, als je gedeiht werden, ward die mit Christus taub begruft. Mit Christus sind die auch vom Tod abgestoßen durch den Glauben an Gott seine Kraft, der Jesus vom Tod abweichen deit. Indem dort Kinder Gottes sich deipen luten, wiesen sei der Welt, was Gott an getan hat. Und dort sei Jesus in Erlösungsplan persönlich genommen hat. Und das, was Petrus uns in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 21 sagt. Kapitel 3, Vers 21 in 1. Petrus. Daran wird es sein, was Deipen für uns bedienen soll. Das nicht, dass uns durch den Dreck vom Körper gewaschen wird, aber dass wir Gott nach ein gutes Gewissen freuen. Schlachte er sagt, sondern es zeigt,
das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Wenn wir uns deipen luten, dann wiesen wir die Welt dort wie ein gutes Gewissen vor Gott haben. Und das würden wir nicht tun können, wenn wir noch in unsere Sünden leben würden. Weil wir an Adam und Eva mal denken. Als sie Gott all gehorsam wären und gegen Gott gesündigt hatten, was deuten sie? Die können nicht vor Gott stehen, die verstielten sich. Die verstielten sich, wie sie Gott weiten deuten, dass sie Anrecht deuten und dass sie nie Sünden an ihre Horten haben. Und so geht uns dort, wenn wir Sünden am Hort haben. Wir weiten, wir können nicht vor Gott kommen. Wir haben eine schlechte, gepflegte Gewissen. Wenn wir von diesen Gewissen loswerden wollen, dann müssen wir erst Gott unsere Sünden bringen. Und bleiben dort unsere Sünden, dass Jesus in bloßen Gnut weichnehmen kann und weichnehmen wird. Das ist ein Zeugnis von einem guten Gewissen vor Gott zu haben. Als Bibelleser weit wir dort in Wirklichkeit bloß ein Sort Deipen gibt, wovon wir im Neuen Testament immer weiter lesen dürfen. Wir lesen immer, wo Christen am Glauben, am Wuter sich ganz ungedöckten leiten, und dann war da in Wuter Rüt gebracht worden. Wir lesen zum Beispiel an Matthäus 3, Vers 16. Matthäus 3, Vers 16, du so lesen wir von Jesus in Deipen. Das sagt, und sobald als Jesus gedeipt wird, kam üten Wuter Rüt. Dort wird nicht nötig gewesen sein, am Wuter nennen zu gehen, wenn Johannes am bloß mit Wuter bespritzt hat oder mit Wuter ewige Guten hat. Wir fangen ein zweites Beispiel an Apostelgeschichte Kapitel 8. In Apostelgeschichte Kapitel 8, Verse 36 bis 39a, lesen wir, als sie, nämlich Philippus und die Äthiopier wieder reisten, dann kamen sie bei ein Wuter und der Mann sagt, kiek, hier ist Wuter. Woran soll ich mich nicht deipen luten? Und Philippus sagte ihm, wenn du vom ganzen Herzen glaubst, dann kann ich das tun. Und er sagt, ich glaube, dass Jesus Christus Gott sein Sohn ist. Und dann befahl er den Fuhrmann, oder der Fuhrmann stellte hin. Und Philippus und der Mann, die stehen beide drauf am Wuter nahen, und er deipt ihm. Und als sie über den Wuter Rüt kamen, drückt den Herrn sein Dies Philippus weich. Philippus und die Äthiopier, die stiegen beide drauf am Wuter nahen. Woran wurde neidig gewesen, dass sie beide drauf am Wuter nahen gingen? Das ist klar, ist das nicht? Im Bibelforscher, die erklären, dass das Wort Deipen, das wir im Neuen Testament fängen, von das griechische Wort Baptizo kommt. Und das Wort Baptizo bedeutet und meint ganz ungedeutet, so dass dort, was gedeiht wird, ganz ungedeutet geht. Oder mit Worten bedeutet wird. Und so sagt die Bibel, dass Deipen ein Symbol ist, was wiesen soll und was wiesen dat, dass wir an den Sünden gestorben sind und in Christus abgestoßen sind. Und deswegen waren Christen und Gottes Wort immer im Wuter ganz ungedeutet. Die wurden mit Christus begruft. Das ist ein Symbol, dass wir mit Christus taub begruft sind, dass wir an den Sünden tot sind. Und dann kommen wir weiter von Wuter Rüt, um zu wiesen, dass wir mit Jesus taub abgestoßen sind. Ja. Und liebe Geschwister, wenn wir untersteipen dann, als Gottes Wort wiesen wird, dann ändern wir das ganze Symbol, was Deipen wiesen soll. Dann ist das Zeugnis nicht mehr das Seltsche. Verordnungen ändern sich nie. Deipen ist eine Verordnung Gottes. Das ist ein Befehl Gottes. Und wir weiten dort Verordnungen, die ändern sich nie, wie es die biblische Wahrheiten repräsentieren sollen. So wie am Freitag vom Abendmahl in Feitwaschen all hielten. Das sind Verordnungen Gottes, das sind Befehlen Gottes, dass wir die Dinge tun sollen. Jesus Christus ist abgestoßen. Jesus Christus ist abgestoßen. Dort Graf ist leidig. Und wie Jesus lebt, kann wir von der auch ein Arm leben. Aber wir müssen erst mit Christus sterben. Du musst uns zu einem neuen Leben
abweichen kann. Kriegst du Paulus ans in Römer Kapitel 6, Vers 8 bis 10 sagt. In Römer 6, Vers 8 bis 10. Wenn wir nu mit Christus gestorben sind, gleich wie auch, dass wir mit ihm leben wollen. Bis wir weiten, dass Christus vom Tod abgestoßen nicht weiter sterben mag. Der Tod kann nicht länger ewig am herrschen. Den Tod, den er starb, hat er mal einmal gelitten, und damit ist er von der Sinn los. Das Leben über, das er nu lebt, lebt er für Gott. Und dann sagt er im 11. Vers 11, Große halt jünd du für, dass je für die Sinn tot sind, über ein Christus Jesus lebendig für Gott. Jesus Christus ist abgestoßen. Die Frau ist für uns alle, von der so uwes, so wie auch. Habe ich diesen Tod in Auferstehung persönlich belebt? Und wenn ja, ist es auch zu sein? Wenn andere Menschen nach uns kicken, dann können sie Menschen sein, die für Jesus Christus leben, die zu ihrer Sünden tot sind, die zu Gottes Wort gehorsam sind. Kann andere Menschen sein, dass wir neue Kreaturen sind an Jesu Christus. Lebe wie ein siegreiches Leben durch den Heiligen Geist in Kraft. Paulus sagt in die Verse 12 bis 14 von Römer 6, Verse 12 bis 14. Du wegen Lut der Sinn nicht an jenen stofflichen Körper herrschen, dass die nicht tun maten, wo nur der Sinn gelasten wird. Lut der Sinn keine Glieder brücken, der Eierreichtigkeit zu dein. Gef jünd Leibe Gott han, als Sonne, die vom Tod zum Leben gekommen sind, und Lut am jene Glieder brücken, der Gerechtigkeit zu dein. Der Sinn soll nicht über jünd herrschen können, wie es dieser nicht unter das Gesetz, aber unter der Gnade. Liebe Geschwister, Paulus sagt uns, er ermahnt uns ja, dass wir uns Gott ganz hingeben sollen. Dass wir unsere Glieder nicht brücken sollen, um die Sünden zu leben, aber um Gerechtigkeit zu leben. Haben wir uns Gott ganz hingegeben? Oder fehlt dir noch was? Haben wir noch Sünden, die wir am Hort verstärken wollen? Die wir Gott nicht bringen wollen? Worüber wir uns schämen wollen? Wir sollen niemals vergessen, dass obwohl wir die Gott gebracht haben oder nicht, Gott weiß, was wir getan haben. Der weiß auch, was wir getan haben. Der will haben, dass wir bloß upseln sein und ihm die Sünden bringen. Uns Gott ganz hingeben. Uns ganz hingeben, sodass er uns völlig brücken kann. Sodass er uns völlig mit seiner Kraft von Boven fallen kann. Der Heilige Geist will uns damit helfen. Möge Gott uns helfen, den Sinn nicht bloß einmal zu besiegen, aber dass wir durch Gottes Macht, durch Gottes Kraft von Boven, durch Gottes Leitung siegreich blieben. Jesus Christus ist abgestoßen, wir sind auch. Jesus lebt und wir leben an ihm. Amen. Wir schließen nu mit Gebet und du nur hier wie noch dort leid, ich war einst in Sünde. Weil wir beten. Lieber Gott, himmlischer Vater, Heilige Geist und Sehen, wir danken dir, dass du uns so gut bist. Wir danken dir, dass wir Ostern führen können. Wir danken dir, Gott, dass du uns helfen wirst, nicht bloß uns zu bekehren, aber so, dass wir würden auch ein siegreiches Leben führen. Das können wir nicht über uns selbst tun, uns fehlt Kraft, uns fehlt Leitung und Halt, und das kommt von Boven, durch den Heiligen Geist. Aber dein Wort sagt uns ganz klar und deutlich, wir können nicht mit den Kraft von Boven dir helfen wollen, wenn wir nicht uns die ganz Hand geben wollen. Wenn du was fehlen wird, Gott, wies uns dort, wies uns, was noch fehlen wird, so dass wir würden können, die alles bringen, uns die ganz Hand geben, und so dass du wirst uns völlig bringen für dort, was du für uns im Plan hast, Gott. Und ich bete,
Ich bete, dass du uns durch diese Tiden helfen wirst, diese schwere Tiden, wobei wir nu sind. Und ich bete für deine Kinder über die ganze Welt, dass du an auch trösten wirst, uns mutig, helfen, mutig zu bleiben. Und auch Gott, dass du uns alle brücken wirst, als Lichter, als Segnungen auf dieser Welt, so dass andere Menschen, wenn sie nach uns kicken, dass sie nicht uns sein würden, aber dass sie würden kann Jesus Christus sein können. Dass sie würden können sein, dass wir mit die Tod begruft sind, dass wir die unsere Sinnen gestorben sind, mit die begruft sind und über weiter abgestoßen sind. Dass wir nie Kreaturen sind, dass wir nie Menschen sind. Und halb uns Gott, so ein Leben zu führen, wodurch du verherrlicht wirst. Wir haben die vom Hortenleib. Wir danken dir, Gott, für die Segnungen, die wir all gekriegt haben über die letzte Teil. Und ich bete für uns alle, dass du mit uns sein wirst, dass du uns wieder mit uns gehen wirst und uns brücken wirst, um Menschen in die zu bringen. Das beten wir in deinem Namen. Wir haben die vom Hortenleib. Amen. Wie hier nu dort leid.